Willkommen zu einer etwas unkonventionellen Mod-Showcase. In der Vergangenheit haben wir ja einen Blick auf einige Switch- oder 3DS-Mods für Yokai Watch geworfen. Aber heute widmen wir uns Yokai Watch Puni Puni, einem jetzt gerade momentan Japan-exklusiven Mobile-Game, das mal im Westen existiert hat. Von 2015, glaube ich, bis 2018, wo es dann abgeschaltet wurde. Die japanische Version ist immer noch online und funktioniert immer noch. Und darauf basiert diese Version dieses Spiels, die ich gerade hier spiele. Und ja, das zielt quasi darauf ab, dass man eben Yokai Watch Wibble Wobble, soweit es geht, wieder zurückbringt. Also man kann natürlich nicht die Server für das alte Spiel zurückbringen. Also vielleicht könnte man es, aber dazu bräuchte man komplette Custom-Server, die darauf ausgelegt sind und all sowas. Aber ja, das hier ist das Beste, was wir gerade haben. Und ja, Morganok hat mich das vorab testen lassen. Er hat daran gearbeitet, zusammen mit Teva und Lit8 Tech. Ich weiß nicht, ob ich den Namen gerade richtig ausgesprochen habe. Aber egal, wer dem auch sei, wir legen hier los. Ich habe keinen Game-Sound aufnehmen können, leider, weil erstens dieses Spiel aus irgendeinem Grund den Benachrichtigungssound benutzt, um sein Game-Audio auszugeben. Ich weiß nicht warum. Und zweitens möchte meine Elgato einfach nicht den Sound capturen. Hier steht ein seltsamer Kapselautomat. Warum probieren wir den nicht einfach mal aus? Das mache ich doch gerne. Okay. Interessanter Dialog auf jeden Fall. Also das hier ist, glaube ich, auch nicht der Text übernommen, weil das so ist, ja, also ich glaube nicht, dass der Text übernommen wurde. Ich glaube, es ist eine neue Übersetzung quasi, aber halt auch eine, die Sinn macht. Ich bin Whisper, ein Yokai-Butler und ein Brunnen der Weisheit. Stets zu Diensten. Und weil du mich befreit hast, wirst du mein neuer Meister sein. Warum sagst du mir dir einfach mal deinen Namen? Okay. Also das okay, interessantes Pro-Perfektor auf jeden Fall. Ich nenne ihn einfach mal Nathan. So. Nathan? Das ist ich liebe diesen Namen. Ich liebe ihn einfach. Ja, es ist der beste Name, den ich jemals gehört habe. Der allerbeste. Nun, geehrter Nathan, ich habe etwas sehr Besonderes, was ich dir geben möchte. Und da gibt er uns die Yokai Watch. Wer hätte das nur denken können? Ich glaube, wir schauen uns mal nach Yokai um. Würdest du dir auch sagen? Ein Yokai ist kurz erschienen, aber er ist weggelaufen. Okay. Er ist da lang gelaufen. Los, zum Wohngebiet. Hinterher. Okay. Okay, das ist unübersetzt, sprich uninteressant. So. Und hier haben wir schon einige übersetzte Grafiken. Einmal oben der Name des Bereichs, wo wir gerade sind, dann unten die Menüpunkte. Und um ehrlich zu sein, das sieht schon ganz gut aus. Schauen wir mal, ob hier noch was übersetzt ist. Ich glaube, es ist momentan hauptsächlich Grafiken, nicht so viel Text. Die Namen sind übersetzt natürlich. Der Anfang war gerade übersetzt, wie ihr ja gesehen habt. Ja, hier ist ein bisschen was übersetzt. Also ich glaube, es ist erstmal, Morganok hat erstmal darauf abgezielt, dass man das Ganze erstmal schon ein wenig spielen kann. Und ihr könnt es nicht hören. Und ich weiß nicht, ob ich diesen Soundtrack finden werde. Aber es klingt sehr einzigartig. Das ist jetzt auch mein erstes Mal seit Jahren, dass ich diesen Soundtrack in diesem Spiel höre. Ja? Und wie ich ja schon gesagt habe, Puni Puni benutzt aus irgendeinem Grund die Benachrichtigungssounds-Ausgabe. Und ich bin jemand, der nicht gerne ständig ein vibrierendes Ding neben mir hat. Und deshalb habe ich Benachrichtigungen eigentlich die letzten
6 Jahre meines Lebens so ziemlich permanent ausgeschaltet. Also halt einfach den Sound. Und deshalb habe ich auch nie den Sound in Puni Puni oder Wibble Wobble gehört. Und deshalb bemerke ich jetzt erst, wie seltsam die Melodien klingen. Also das ist nicht unbedingt sehr seltsam, aber einfach ungewohnt. Und nicht unbedingt das, was man von Yokai Watch erwarten würde. So. Und falls ihr euch wundert, warum ich das jetzt gerade alles mache, auch wenn hier nicht so viel übersetzt ist. Ich möchte einfach mal ein bisschen so weit spielen, dass wir ein bisschen was im Menü freischalten. Denn im Menü sind ja die meisten Grafiken und sowas. Da möchte ich mal reingucken. Genau, da können wir jetzt mal rein. Und ja, hier ist schon ordentlich was übersetzt. Medaillum. Da ist, denke ich mal, nicht wirklich was übersetzt, weil da sind ja alles einzelne Einträge. Das muss man alles halt über die Zeit hinzufügen. Dann spielen wir einfach nochmal ein bisschen weiter, zum Beispiel bis zu Jibanyan, so denke ich mal. Da dürften wir dann auch noch ein paar Funktionen freigeschaltet haben. Schauen wir mal, ob Jibanyan irgendwas Übersetztes zu sagen hat. Ich liebe Fever Times, wenn man einfach nur rumwischen kann. Und dann... Ich wische da einfach immer wild rum und irgendwas Gutes kommt schon bei raus. So, jetzt haben wir auch Ultiseals freigeschaltet. Da möchte ich auch nochmal gucken, ob die übersetzt sind. Weil der Name vom Ultiseel poppt ja auch immer ein bisschen auf, einmal kurz, wenn man die einsetzt. Ja, da möchte ich mal sehen. Okay, da ist kein übersetzter Dialog, schade. Aber ja, bisher gefällt mir das sehr, was ich hier sehe. Und das ist definitiv... Also, die Yokai Watch Zukunft ist auf jeden Fall sieht sehr gut aus. So, hier können wir jetzt einmal was ersetzen und ich würde sagen, muss ich ihn ersetzen? Okay. Mache ich das halt. Ich hätte lieber wen übersetzt, der nicht in der Einheit ist, aber okay. So, Jibanyan und es ist übersetzt. Alles klar. Das ist noch nicht übersetzt, ja gut. Da gibt's ja auch, muss man ja auch alles der Reihe nach machen. Kann man hier irgendwie die Sound... Jesus. Muss man ja auch alles der Reihe nach machen und Jibanyan ist halt Jibanyan, da musste das, denke ich mal, einfach mal zuerst kommen. Die Übersetzung kann eigentlich gar nicht hundertprozentig fertig werden. Einfach wegen dem Grundkonzept von Puni Puni, das ja so ziemlich jeden Monat oder alle 2 Monate oder so ein neues Event bekommt mit irgendwelchen Crossovern. Momentan ist ja, glaube ich, irgendwie ein Attack on Titan Crossover am Laufen. Ja, das müsste man dann jedes Mal updaten und so. Hier können wir uns einmal kurz unsere Belohnung abholen. Wir haben auch ein paar Yokai-Marten-Münzen bekommen. Und ich würde sagen, ich glaube, na gut, ich weiß nicht, ob wir das heute... Ich glaube, ich schaffe es das heute nicht mehr. Aber ich würde gerne mal bis zum Yokai-Marten spielen, dass man den freischaltet. Ja, das werde ich dann... Also ich werde, denke ich mal, nochmal aufnehmen. Später. Für dieses Video hier. Denn ich nehme das hier gerade ein bisschen im Voraus auf. Und weil ich halt... Ich habe ein quasi NDA, was ich einhalten muss, ein Datum, bevor ich das Video nicht releasen soll. Und das hier ist jetzt gerade der 19.06. Und ja, dann werde ich einfach mal nochmal ein bisschen spielen demnächst. Und einfach nochmal schauen... Oh ja, warte mal. Vielleicht schaltet man den Yokai-Marten auch jetzt direkt frei, nach diesem Kampf. Ich weiß nämlich noch, dass da irgendwas war da mit Knuffi Wuffi. Der hatte irgendwas mit dem Yokai-Marten zu tun. Daran kann ich mich noch erinnern. Vielleicht schalten wir ihn auch jetzt direkt frei. Das kann auch sein. Wir bekommen ihn als Freund. Mal schauen. Vielleicht kann ich ja die Münzen direkt einsetzen. Mich da mal umschauen. Wir bekommen eine 5-Sterne-Münze. Ich glaube, wir schalten den jetzt frei. Das wäre natürlich hilfreich. Sehr praktisch. Wenn wir das direkt machen könnten. So, da haben wir den Crankekai, den Yokai-Marten bekommen. Sehr
Sehr schön. Ja gut, hier sind noch ein paar Texturen unübersetzt, aber ja. So, haben wir hier 4 Münzen. Nehmen wir erstmal die 5-Sterne-Münze. Und Puni Puni hat auch eine hier besondere Mechanik am Yokai-Marten. Ich glaub, der ist gescriptet. Den habe ich schon ein paar Mal bekommen irgendwie. Puni hat ein paar spezielle Münzen, und bei denen man hier 10 Yokai auf einmal bekommt. Ich weiß gerade nicht, ob irgendwelche hiervon davon welche sind. An die hier jedenfalls nicht. Aber wir bekommen einen Rang Z. Das ist auch besonders bei Puni. Da gibt's SS, SSS und Z und ZZZ und ZZ und so. Vielleicht noch mehr, von dem ich noch nicht weiß. Oha. Was wird... Oh. Okay. Ja, vielleicht hätte man den Yokai-Marten doch nicht so fucking früh bekommen sollen. Es könnte sein, dass das hier eine 10... 10... Nee, okay. Komama, da ist sie. Ja. Oh. Okay. Nein, ich möchte jetzt nicht 30.000 Yen ausgeben. Oder Y. Was auch immer das für eine Währung, wie die heißt. Aber ja. Das ist so ziemlich die Übersetzungswort für Puni Puni. Die könnt ihr euch in ein paar Tagen auch downloaden. Ich lasse Links zu den Kanälen der Macher in der Beschreibung. Ja. Wir sehen uns dann. Lasst mich wissen, wenn ihr noch ein Puni-Video wollt. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin, macht's gut. Haut rein. Ciao.